Dies ist ein Kastenwagen, aber eine Revolution. Denn dieser Kastenwagen hat ein Hubbett, was ich komplett verstecken kann und habe einen Raum drin, der so phänomenal ist, dass selbst der Sascha sagt, ja, da hätte man erstmal drauf kommen müssen. Grüß dich, Sascha. Grüße dich, Servus. Das ist der Hintergrund ist ein sogenanntes Outdoor-Modell zu schaffen, wo ich das Hubbett ganz nach oben bringen kann und dann unten eine gigantisch große Staufläche, Garagenfläche habe, wo ich Motorrad hineinbringe, wo ich Fahrräder hineinbringe. Das war der Hintergrund. Wo ich mich aber auch einfach mal reinsetzen kann. Das heißt, ich kann den Sitzkissen drauf machen, habe einen riesen Raum, bin nicht so eingeschränkt wie bei vielen anderen, so klein, weil normal ist hinten das Bett. Und das Hubbett, das ist ja Wahnsinn, wie groß das ist. Genau so ist es und ich habe noch die Möglichkeit optional. Ich fahre mit dem Hubbett in die Höhe und kann hier unten noch ein anderes Bett optional hinbringen. Also ich habe dann 2 Ebenen, großes Bett. Kinder oder Freunde, Mountainbiker zum Beispiel, ich kann die mitnehmen, Ja. kann jetzt hier was machen. Ist das möglich, dass du es mal hochfährst, dass wir das Raumgefühl mal sehen? Das ist auf beiden Seiten. Genau, wir gucken mal gerade. So, sollte auf beiden Seiten sein. Nicht, dass es gesperrt ist. Denn es läuft nämlich auf Bändern, so viel habe ich schon gelernt. Und die Belastbarkeit von den Bändern ist unglaublich hoch. Die schreiben immer 150 Kilogramm. Schlüssel brauchen wir, es ist abgeschlossen. Patricia, Hubbett über die ganze Breite im Kastenwagen. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr groß und das hatten wir bisher auch noch nicht. Ne? Das hatten wir nicht. Das heißt, das Raumkonzept hier ist so fast so ein Service-Werkstattwagen. Hier könnte man dann Sachen machen. Wenn du mal zeigst, hier so ganz kleine Details. Ich habe hier so Jalousien. Genau, ich habe hier so einen Rollschrank. Ist auch relativ stabil. Hier habe ich meine Schränke, da kann ich noch Sachen verstauen. Das ist alles auch super gelöst. Alles auch ein- und ausgeschlagen. Das Hubbett geht hoch. Das ist geil. Und es ist weg. So, oben sind auch jetzt LEDs. Ist das das Maximum, Sascha? Das ist das Maximum, ja. Okay, das heißt, ich kann jetzt hier drunter gehen, habe den ganzen Raum jetzt hier durch, kann hier einfach durchlaufen. Ja. Ich kann mich hier hinsetzen, Genau so habe den Platz Ja. und kann jetzt hier zum Beispiel ein Motorrad einladen. Ich glaube, die Höhe ist hier 1,60 Meter, also für Motorrad geeignet. Es gibt dann noch einen speziellen Steher, den ich hier verwenden kann für Motorräder zur Fixierung, Gurte zum Festzurren. Diese Möglichkeiten gibt es alles optional. Also nochmal, ihr verkauft das durchaus als Transporter von Motorrädern. Eigentlich ja. Also der Hintergrund ist für den sportlichen, outdoor-aktiven Fahrer. Das heißt, der kann sich hier umziehen, das heißt, der kann alles hochfahren, der kann sich hier fertig machen, der hat diese Rollschränke, die wirklich aussehen, als wären sie, Genau so ist es. wären sie irgendwie von Wirt gemacht, ja. Die sind speziell jetzt zum ersten Mal bei uns in einem Modell dabei. Das haben wir vorher nicht gehabt, diese Schränke sind jetzt neu für dieses Modell. So, wenn du es ganz kurz nochmal runter machst, bitte. Ja, das Schöne ist, man kann oben schlafen, die Leiter ist nämlich dabei. Ich kann also während des Betriebs, wenn ich Motorräder habe, es runterfahren lassen. Jetzt kann ich es ganz absenken und habe ein ultra bequemes Bett. Die Gurte stören überhaupt nicht, also die sind so angeordnet, dass es... Ja. Also So. für mich wäre es komischerweise wieder mal zu klein, Ja. aber für dich gut geeignet. Gut, jetzt ist der Sascha genau 2 Meter groß. Du bist der größte anzunehmende Unfall überhaupt für die Campingbranche. Das hast du schön gesagt. Okay, das heißt, du brauchst ja wirklich Fahrzeuge. Alkoven zum Beispiel ist gut für dich. Alkoven ist gut. Ja, Wir genau. haben unser Luxusmodell, ein 3-Achser, da kann ich bis 2,5 Meter, glaube ich, stehen. Also der ist geeignet. Ich habe halt leider nicht den entsprechenden Führerschein. Ja, so ist es. Ja, ich komme mal zu euch. Ja. So, dass wir das Ganze mal zeigen, auch mal von der Seite. Wie ist das Konzept aufgemacht? Wir haben es ja nur von hinten gesehen. Wir haben ja Fun steht drauf. Silberapplikation an der Seite, D60. Ich sage euch mal ganz kurz den Preis. Der steht hier vorne. Also das Modell, wie es hier steht, D60. 6,36 Meter mal 2,59 Meter mal 2,5 Meter und kostet, wie es hier steht, 56.661,53 €. Ich halte es mal ganz kurz fest für Standbildliebhaber. Und hier sind die Optionen, die verbaut sind. Und wahrscheinlich wieder Automatik, oder? Ich gucke mal ganz kurz. Automatikgetriebe. Automatikgetriebe.
Also du sagst 80% Ja. hat sich jetzt für Automatikgetriebe entschieden. Das ist ganz, ganz neu. Und ja, das Starke ist natürlich hierbei, dass wir, ich sag mal, eine Sitzgruppe haben. Ich kann mich komplett gegenübersetzen. Ich kann die Sitze drehen. Jetzt sind sie mal gedreht hier. Stimmt, ja. Das ist einfach bei der Messe, um es besser zeigen zu können. Und es ist dann auch, so schaut es dann aus, wenn die Fahrzeuge stehen und man übernachtet. Gut, das heißt, also gedacht ist das Fahrzeug für 4 Personen. Optimal. 4 Personen richtiger. Ja, das heißt, ich kann unten und oben schlafen. Ich könnte aber auch im Zelt zum Beispiel schlafen, Zum Beispiel, das zwei im Zelt sind und so weiter. Hubdach würde es auch geben hier? Nein, Hubdach gibt es nur bei dem D43 ab, den wir vorher angeschaut haben. Und Fliegendecker ist mit drin. Das Automatikgetriebe, 80%, sagt der Sascha, entscheiden sich mittlerweile für die Wandlerautomatik von ZF. Die ist mit drin. Ein reduziertes Fahrzeug ein bisschen, sage ich jetzt mal, was unglaublich aussieht, als wäre es irgendwie für Handwerker gemacht. Ich glaube dafür, dass Handwerker sich wohlfühlen mit dem Boden, dem Riffelboden, der hier in den Schubläden mit drin ist. Das Ganze hat hier diesen Metalleffekt mit drin. Also könnte fast ein Werkstattwagen sein. Ja, wobei diese Liebe zum holzverarbeitenden Gewerbe bei uns in der DNA drinnen ist. Der Gründer des Unternehmens, Constant Rousseau, war früher Tischler. Stark sind diese Rollläden. Aber was ist denn das für Material? Kunststoff? Es müsste Kunststoff sein, ja. Es fühlt sich an wie Metall. Wirklich? Ja. Wenn wir mal kurz mal so mit der Hand, Fingern mal dagegen. Ja, ist Kunststoff. Aber es sieht echt cool aus. Ja, der ganz große Kühlschrank ist drin. Ich zeige mal gerade die Patrizia 1,67, der ist fast so groß wie du. Du kannst jetzt da mal reingehen. Wenn es mal ganz warm ist, kannst du in den Kühlschrank Genau. Hineinsetzen. So, und dann natürlich eine Nasszelle noch mit drin, die zeigen wir gerade noch abschließend. Geh mal kurz rein, Patrizia. Sie hat. So, ja, ist schon ein bisschen eng, aber es geht. Ja. So, und dann habe ich hier Duschvorhang, Waschbecken drin, Toilette. So, der Duschvorhang ist im Moment eingehangen. Den kann man hier zur Seite schieben. Hier kann ich das rausnehmen und duschen. Ja, interessantes Detail ist, je nachdem wie lang es ist, kann ich es auch nach außen bringen. Ich glaube, das war's, oder? Jetzt, ja. Jetzt ist Schluss. Okay, das heißt, das ist der Duschschlauch. Gut, das wäre jetzt noch innen. Aber ich glaube, da gäbe es denn Findige, die würden das noch verlängern, noch um 2 Meter. Ganz sicher. Also das macht ja auch den Spaß bei vielen Leuten aus, dass sie hier noch selber aufpimpen können, die Fahrzeuge. Bisschen Tuning. Hier sieht man auch ja, die ganzen Fächer, das ist so Kfz-mäßig. Also ich glaube, die Motorradfahrer werden es lieben. Unter anderem auch hier das Zuziehen von der Kabine ist auch mit so einem Silber. Krass. Ist schön. Das Ja. gefällt mir. Schön. Das ist halt was ganz anderes. Jedes Fahrzeug hat seine Besonderheiten. Sehr schön. Wir Also, schauen jetzt noch das eine spezielle Möbel an, ja, das sogenannte Modul Space. das machen wir gleich. Passt, ja. Denn wir müssen unbedingt die Fahrzeuge einzeln zeigen, weil die Leute immer so sagen, die kommen dann ganz durcheinander. Weil die dann sagen, die fragen mich dann, ob das in dem Multifunktionsfahrzeug, kann man das Möbel auch haben? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein, Multispace. ja. Also, wir sind hier 56.661, Fahrzeug heißt D60. Ja, Das Produkt heißt Dreamer bei Rapido, das ist so. Und es heißt in Frankreich wie? heißt das Fahrzeug auch so. Also wie gesagt, die Marke in Frankreich heißt Comparev Ja. und in Deutschland, respektive die Exportmärkte, dort ist es Dreamer. Wahrscheinlich, weil die Leute es dort entsprechend gut lesen können. Das war, glaube ich, der Voraussetzung. Ja, toll. Also hier hat man es drin nochmal. So könnte es denn sein. Der New D60, 6,36 Meter, ein kurzes Fahrzeug, kommt überall rein. Und hier sieht man auch schön dieses optionale Zusatzbett, das man verwenden kann, das dann auch hochgeklappt werden kann. Also es sind hinten diese Möglichkeiten gibt's. Also wenn ich hier auf der Messe bin, allein in dieser Halle könnte man locker 2 Tage verbringen, wenn ich mir alles mal genau angucke, oder? Auf jeden Fall. Also das ist dann beinahe schon ein Overkill, weil in welchem Fahrzeug hast du was gesehen? Jetzt kommt es ja noch viel schlimmer. Es ist ja nur 50% der Messe belegt im Moment. Was machen denn Leute, die sich wirklich entscheiden wollen? Die müssten ja eigentlich 9 Tage Urlaub hier nehmen, oder? Das kommt darauf an, was für ein Typ der Mensch ist. Die schreiben das mit, die machen Fotos, die haben vorher recherchiert. Das ist ganz unterschiedlich. So.
Ja. Ich verweise noch auf ein kurzes Video, haben wir gedreht, D43 Up, Red Addict, das ist dieses Fahrzeug, hinter dem wir stehen, gibt es ein eigenes Video, sucht es. Ich werde es auch noch mal quer verlinken hier, alles um den Alltag zu entfliehen. Ja, da ist es. Und wir schauen uns jetzt mal gleich das wunderbare Badmöbel Modul Space. Modul Space mal an. Genau, richtig. Danke, bis gleich.